Ja, hallo zusammen und seid gegrüßt zu einer weiteren Folge von Let's Play The Legend of Heroes Trades from Zero. Wir sind im östlichen Teil von Crossbear City beim letzten Mal angekommen und haben hier aufgehört. Ich mache mal weiter mit den Leuten, mit denen wir letztes Mal noch nicht gesprochen haben. Und ja, mal gucken, was hier heute noch passiert und wen wir hier noch so antreffen. Kuta. Mom usually gives me a ton of MEHR when she asks me to go shopping. Any leftover money goes straight to my wallet afterward. The sad thing is, Mom only gives me just enough for the groceries now, so there's hardly any left over. There goes my extra allowance. Da muss der härter verhandeln, kleiner Mann. Aber schade ist es trotzdem. Aber auch ein interessanter Weg, das Taschengeld seines Kindes zu finanzieren. So, Talk. Dins, stimmt, ich erinnere mich. Welcome, one and all. I got plenty of vegetables today, freshly harvested from Amorica Village. Oder Amorica habe ich die Village immer ausgesprochen, glaube ich, oder? You just can't ask for better taste when it comes to cross-balance grown produce. Amorica Village has the market cornered on tasty vegetables. I can't recommend them enough. So, what are you waiting for? Come on over and stock up. Ja, wenn du wüsstest, wie klamm wir sind. Wobei, wir haben uns beim letzten Mal ein bisschen Taschengeld noch rangeholt. Durch den einen oder anderen Verkauf. Aber ich halte es jetzt, wo wir noch kein einziges Rezept haben, aktuell noch für sehr verschwenderisch, da Geld reinzupumpen. Deswegen halte ich mich davon erstmal zähneknirschend fern. Lily. A lot of groceries sold in Crossbell are imported from abroad. They're still fresh when they arrive, though, with how fast the trains are. A lot of groceries sold in Crossbell are imported, still fresh. Na dann, gut fürs Geschäft, ne? Talk. Kronk. Hey, how you doing? I sell all sorts of handcrafted items here. Don't be afraid to buy anything that catches your eye. These pinwheels you see here are some of my most popular items. They may just be toys, but folks in the East say they're supposed to ward off evil. Aha. Okay, so kann man natürlich verkaufsstrategisch sein Produkt auch unter die Leute bringen. Also, was haben wir hier? Colorful Pinwheel. A toy from the East that spins in the wind. Das ist sogar ein anlegbares Accessoire. Hatte ich gar nicht mehr so auf dem Schirm. Theoretisch haben wir noch Slots frei. Das ist gar nicht mal so blöde. Zumal der Evade-Wert hier im Gegensatz zu einem Quartz auch gar nicht mit einem Malus von irgendwas anderem einhergeht. Odd Cushion. A handmade cushion featuring an unknown character. Decoration for Kia's room. Ich nehme das mal mit. Und ich nehme auch mal so ein Colorful Pinwheel mit. Einfach, weil wir gerade noch Platz und Bedarf dafür haben. Smoke Grenade und Battlescope. Battlescopes wollte ich noch einkaufen. Aber das brauche ich jetzt gar nicht mehr. Warte mal, das habe ich mir beim letzten Mal gar nicht angeguckt, fällt mir gerade ein. Die Wendy hatte uns nämlich gesagt, dass die Person, die den Mind Quartz angelegt bekommt, dass die dann auch analysen kann. Ja. Und da ist es auch. Wer hat das früher immer gemacht? Konnte sie das nicht vorher schon? Ach nee, Lloyd kann das auch. Lloyd und Ellie. Aber Ellie wird wahrscheinlich dann diejenige sein, die davon häufiger Gebrauch machen wird. So, wer könnte jetzt am ehesten Evade gebrauchen? Agilität 10, 9, 11, 11. Ihn hatte ich ja irgendwann mal letztes Mal dafür vorgesehen, gedanklich. Aber der ist ja gar nicht so viel höher als die anderen. Ich weiß nicht, ich sehe in Wazy eher halt so einen Schurkentypen. Ob man den da hin basteln kann, keine Ahnung. Aber der bekommt das jetzt auf jeden Fall. So, aus Gründen, die ich nicht weiter vertiefen kann, ist einfach nur ein subtiles Bauchgefühl, dass es bei ihm hinhauen könnte. So, dann lass uns erstmal den Wohnbereich hier auf der Seite auskundschaften. Ich glaube, danach haben wir dann die Bracer Guild und dann kommt die Fisherman's Guild, wo angeblich gerade keine Menschenseele zugegen sein soll. Ezzy works as a bartender downtown. Hehe, cool, huh? I brag about him all the time. Ezzy? Ezzy sagt mir gar nichts. Wo ist denn da überhaupt eine Bar?
Die einzige Bar, die ich kenne, ist die in dieser Seitenstraße, in der Back Alley hieß das hier, glaube ich. I brag about him all the time. Okay, wir müssen uns mal Ezzy merken. Der hat den kleinen Bruder Eugot auf jeden Fall hier in der East Street. Don't I know you from somewhere? Oh, that's right. You're Azel's older sister. Ach, Ezzy ist der Kosename von Azel. Und Azel kennen wir. Kackhusten, ey. Sorry. You know her, Wazy? Of course, her younger brother Azel is a member of the Testaments. Didn't you storm into Trinity a long time ago to try and make him quit? Storm into? Right, sorry for stirring up all the trouble back then. At the time, I just wanted Azel to quit the gang life no matter what. You did give the boys quite a shock, the way you were huffing and puffing, ready to blow our bar down. That's the power of familial love for you. He's saying this like he wasn't responsible for any part of it. My younger brother Azel works part-time at Trinity. It's kind of a bad part of town, so I was worried for him at first. It's a relief to know he's managed to commit to something, though. You know, Azel never tells me a thing about his little gang. I really wish he'd stop making me worry about him so much. Sie hat 3 Sachen gesagt. Jetzt habe ich schon wieder Panik, weil ich mit anderen NPCs immer nur 2-mal gesprochen habe. Aber okay, jetzt wo ich weiß, dass die Bar gemeint ist, ergibt das auch alles Sinn. Aber so eine öffentliche Bar gibt es da halt nicht. Oder dürfen da auch Leute rein, die nicht zu Trinity gehören? Ich glaube nicht. Clarice. I guess it's official. My little Noel is now part of the CPD Special Support Section. Cut it out, Mom. I told you that it's only a temporary transfer. It's not like I'll be doing this forever. Oh, nonsense. Quit sweating the small details and embrace your new team. Don't forget that this makes you and Fran co-workers. She was jumping for joy at the thought. That sounds like our Fran. I don't know why she always has to be such a child about everything. Still, it is pretty exciting. I'm happy to be working with her. You act like you keep Fran at arm's length, but the Seeker sisters are pretty close, aren't they? I should say so, though a mother does have to worry that they're a little overprotective of each other. They're both attractive girls, but their bond seems to keep the boys away. That's no way to find yourself a husband, Noel. Mom! It's not just the sisters who have a tight-knit relationship. I think the entire family has something special. You shouldn't be a stranger, Noel. You know your mother misses you, don't you? Of course, I know, but don't I already visit often enough? Yes, but now you live here in the city with Fran and me. That means you should visit even more, doesn't it? Come on, Mom. I'm not a little girl anymore. I can't survive a few days without you spoiling me. You only live a short walk away now, Noel. There's no excuse not to visit more often than before. Your mother will be here waiting with open arms to spoil her oldest daughter. Ja, ich weiß, das ist ein schwieriges Thema. Ich habe ja auch ein schwieriges Verhältnis zu meiner Mutter schon immer gehabt. Und so je älter sie wird, desto mehr weiß ich halt zu schätzen, was ich an ihr habe. Und bereue manchmal, dass diese Einsicht erst so spät gekommen ist. Und Noel ist ja auch noch relativ jung. Sie wird das sicherlich auch irgendwann zu schätzen wissen, wie gern ihre Mutter sie jetzt hier um sich hat. Marcy, a pair of braces used to live across the hall. It's been a little lonely ever since they went back home a few months ago. Was? Das heißt, wir werden Estelle und Joshua hier nicht antreffen, aber dienstlich werden die sich doch hier in der Bracer Guild noch tummeln, oder? I wonder if someone new will move in one of these days. Oh, bestimmt. Bouts of loneliness hit me from time to time ever since I relocated here for work. I wonder if anyone new will move into the apartment across the hall one of these days. Bestimmt. Ist doch eine wundervolle Lage. Crossbell City ist in aller Munde. Ich weiß natürlich nicht, was man hierfür bezahlt, davon mal abgesehen, aber sind die jetzt wieder in Le Burle? Die Estelle und der Joshua? Ich weiß es nicht. In der Bracer Guild wird man uns bestimmt mehr sagen können. Das müsste jetzt das hier sein.
Ja, hallo, das ist der Michel, glaube ich, oder? Habe ich den Namen wenigstens richtig im Sinn? Ja, Michel, ich habe mir eine Sache gemerkt. Wuhu! Well, bless my soul, look who's back in town. Hi, Michel, it's been a while, hasn't it? Ich freue mich gleich, wenn wir nach oben gehen. Es sei denn, er spoilert schon, wer da oben gerade auf uns wartet. Was trägt der denn? Der zeigt auf jeden Fall seinen gut trainierten Oberkörper. It most certainly has. Good job handing that arrest in Altair, by the way. We couldn't have it done without Ariel's help. I think we have you to thank for that. You're looking well, Michel. How have you been? Why, thank you, sweetie. I'm in top form. Though we're up to our knees in work now that the golden bright era of the crossbar branch has come to an end. Yeah, that makes sense. It looks to me like Arios and the other bracers are doing a good job of picking up the slack. Well, we are no strangers to being short-staffed. We'll manage one way or another. They don't call you bracers allies of the people for nothing. No matter how busy you are, you guys never offer a word of complaint. Guilty as charged. Though I could say the same about the SSS, you four have been busting your behinds all year. Hold on now, is it just me or do you have some new faces? Ich wollte gerade sagen, das fällt hier gerade sehr, sehr spät auf. Alright, these are our latest additions to the SSS. Noah Seeker, transfer member from the Crossbar Guardian Force. Wazy Hemisphere, I'd like to think my name is introduction enough. Oh, that's quite a sensational pair of recruits you've got on your hands. An active Sergeant Major of the Guardian Force and the leader of the Downtown District's Testaments gang. Their experience must be invaluable now that the SSS is back and kicking, but are you sure you can rely on them when push comes to shove? I am. It's true that we all have very different backgrounds, but that's been the case for the SSS since day one. Good answer, you've grown a lot since the first day you stepped through our doors. Best of luck out there, boys and girls. It's a pleasure to work with you again. Jawollo. Ich weiß nicht, irgendwie fühle ich mich total wohl in diesem Gebäude. Wahrscheinlich, weil alles, was mit den Bracers zusammenhängt, irgendwie wie nach Hause kommen ist. So, weil ich das noch so Sky gewohnt bin. There are a large number of requests posted for Bracers. Looks like the requests are piling up as always. No surprise there. Yeah, but we're not going to let them outdo us. Ja, das ist eine gute Ansage, Noel. Finde ich gut, dass das jetzt auch von ihr kam. So, the Bracers Shift Schedule is posted. Hier wird es nämlich interessant. So, Arios ist in Remiferia, Scott in Armorica, Wenzel, Erebonia, Lynn, Standby. Oh, Lynn und Aeolia werden wir hier oben gleich wahrscheinlich antreffen. Aeolia, ich habe dich vermisst. By the way, Arios had to book it to Remiferia the moment he got back from Altair. The Grand Prince up there is coming to the conference at the end of the month, so he's helping him prepare for it. I guess there's no rest for the Divine Blade of Wind. Well, he's not the only one, honey. Pretty much everybody is busy getting ready for that conference. You're right, even the CGF's been preoccupied with reassignments and rehabilitation training. I guess you weren't exaggerating about how strapped for manpower the guild is. Not in the least, the void is hell and Joshua left behind was much larger than I expected it would be. Our workload is utter insanity right now. Arios and the gang might be skilled, but there's a limit to everything. That is certainly true. Anyhow, we're going to be swamped for a while, and I don't see it getting easier anytime soon. So every little bit the SSS does helps. Thanks for that. Yeah, likewise, here's hoping we can all manage. Wobei wir denen ja deren Tasks gar nicht abnehmen, ne? Ich glaube, er bezieht sich eher darauf, dass Aufgaben, die irgendwo eintrudeln, dann entsprechend umverteilt werden oder verteilt werden auf beide Seiten. We're all going to be busy preparing for that conference at the end of the month. It isn't going to get any easier around here, so let's do what we can to help each other out. Ich weiß nicht, irgendwie würde ich den Job von Michel, glaube ich,
gerne machen, wenn ich hier in dieser Stadt leben würde. Also für die Bracer das ganze Organisatorische, so diese ganzen Verwaltungskram und alles und überhaupt. Ich glaube irgendwie, dass mir das Spaß machen würde. Auch wenn ich auch nicht im Entferntesten jemals jobtechnisch sowas gemacht hätte. So, na ihr zwei. Bracer Lynn. What's up, SSS? It sure has been a while. Hey Lynn, hey Aeolia. It's good to see you again. How have things been at the guild? Oh, you know, busy as we've ever been. But enough about us. Tell me about the guys behind you. They rookies? Something like that. You two are bracers, right? It's a pleasure to meet you. Actually, I think I've seen you before while you were on your way to Calvert. Oh yeah, that's why your face is so familiar. You're usually one of the guardsmen at Tangram, huh? Speaking of the Republic, great job in Altair, Lloyd. That ties up the final loose thread of the cult case, doesn't it? You've really moved up in the world. I've still got a long way to go, honestly. In any case, the rest of the SSS and I plan to hit the ground running again. That's the spirit. You got this, guys. Sehr schön. Ob sich die beiden auch irgendwann mit uns verbünden werden und wir gemeinsam in irgendeinen Case ziehen. Ich würde es lustig finden. You know, I took you guys for total amateurs the first time we met. But I think you've really grown into your roles since then. That's why I'm going to stop taking it easy on you from now on. Come on, Lynn, you can still go a little easy. I think you guys have really grown into your roles over the last year, so don't go expecting me to take it easy on you from now on. Aber wir hatten doch mit Lynn bisher gar nicht so viel zu tun, oder? Korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber wann hat sie uns denn jemals überhaupt rangenommen, sage ich mal. Mir fällt gerade kein besseres Wort ein. Come to think of it, I haven't seen my sweet little TO for some time. She's over in Le Mans at the moment, right? Yes, she'll be staying there for a little while longer. I see. You know, our headquarters is also in Le Mans. I could request a transfer. You'd better knock it off if you don't want me bringing this up with Michel. I was only kidding, sheesh. Classic Aeolia. It's been so long since I gave sweet little Tio a great big hug. Let me know the second she gets back and I'll be there in a flash. Vielleicht will sie das aber auch gar nicht. Ich weiß gar nicht mehr, wie Tio früher darauf reagiert hat. Sie war bestimmt ein bisschen ashamed, oder? Ich krieg's nicht mehr zusammen. Aber Aeolia ist doch auch voll abgegangen auf Kia. Das war doch nicht nur Tio, wenn mich nicht alles täuscht. Na gut, ist auf jeden Fall nicht das gleiche, wenn Estelle und Joshua nicht hier sind. A sign is hung on the locked door. Currently under renovation, Imperial Fishing Club. Und wer gibt uns jetzt unsere Angel? It's closed. And what's with this Imperial Fishing Club business? As I recall, this was the Crossbow branch of the Fisherman's Guild. You were a member, right, Lloyd? Have you heard anything about this from the other members? No, I've been busy all summer. The only thing my rod's been catching lately is dust. The place is locked too, so it looks like we have to swing by later if we want any answers. Kann man so stehen lassen? Muss man so stehen lassen? Er hatte aber gesagt, dass er eine Angel mit sich führt. Also, das klang gerade so, als hätte er eine bei sich, aber hier im Menü sehe ich sie nicht. Wie genau war das jetzt gemeint? Ich weiß es nicht. Wir werden es am ersten Angelpunkt wahrscheinlich erst aufgedröselt kriegen. So, hier lebt das ältere Pärchen. Sie hat uns damals die Limonade für unsere Wanderung gegeben. Irgendwas mit P? Pala. Ey, immerhin. Well now, is that who I think it is? Long time no see, ma'am. I should say so. It's good to see you're all doing so well. Have you had the chance to speak with my husband yet? He's right upstairs if you'd like to say hello. Machen wir gleich. Have you had, he's right upstairs. Okay. Ich würde aber eigentlich lieber mit dir reden. Ich hab dich nämlich auch ganz gern, Pala. Morse. Well, if it isn't Lloyd and young Miss McDowell. It's been quite some time. I'm glad you're both in good health. Hello, Chairman Morse. Long time no see, sir.
You're the chairman of the Business Owners Association that the merchants of East Street belong to, isn't that right? Oh, so that's him. I'm pretty sure he used to look out for my mom when she ran a stall. Ah, those new faces I see on your team. I look forward to seeing you all back in action. Our expectations for you are higher than ever. Here's hoping you live up to them. I'm very much looking forward to seeing what the SSS accomplishes next. If there's ever anything I can do to help you kids, my doors are always open. Ich hätte gedacht, dass das ever am Ende stehen muss, aber das ist schon richtig so. So habe ich es auch ein paar Male öfter woanders gelesen. Very much looking forward to seeing what the SSS accomplishes next. If there's ever, da haben wir es wieder, always open. Alles klar. Den Support der beiden, auf den können wir uns auf jeden Fall verlassen. Ich weiß nicht, warum jetzt ausgerechnet in diesem Gespräch, aber mir kam gerade der Gedanke, dass ich vielleicht doch Action-Quarze kaufen sollte. Ganz eventuell. Ich überlege mir das nochmal, bevor wir die Stadt verlassen, was jetzt auch noch ein bisschen dauern wird. Das war Anne, mit ihr haben wir letztes Mal schon gesprochen. Und hier, diese Statue, die habe ich ganz lange nicht gesehen in meinem Let's Play. An Eastern-looking Jizo is enshrined here. Come to think of it, this Jizo statue is always kept in impeccable condition. Someone must visit here quite often. Should we offer a dish while we're here? I didn't realize feeding Jizos was a part of the SSS official duties. Well, it's not like we're always doing it. It does make for good cooking practice, though. That's really thoughtful of you guys. Wazy and I should probably hone our skills in the kitchen, too. Let's bring some supreme dishes over whenever we have them. Unfortunately, we don't have any dishes to offer right now. Let's remember to bring one later. Machen wir. Unfortunately, we don't have. Okay. Alles noch Zukunftsmusik, den werden wir sicherlich öfter mal besuchen. So, und jetzt geht's hier rein. Oh Gott, wie hießen die Leute hier nochmal? Ah, ich weiß es nicht mehr. Das hier ist der Trucker-Typ, glaube ich. Wenn mich nicht alles täuscht. Grit. Oh, I've got a truckload of packages from Calvert to deliver today. You know the mighty HIER river flowing along the border? Second I crossed the thing, I floored it all the way through Tangram Hill. The delivery industry is no cakewalk, that's for sure. You know the mighty HIER river flowing along the border? Think I'll take a spin around the city too, now that I've got a full stomach. Ich habe den irgendwie so als Trucker abgespeichert, aber ich glaube, der ist einfach ein ganz normaler Lieferant, wie der Typ, der im Station-Bereich da rumstand, neben seinem Transporter. Shan, stimmt, so hieß sie. Hi, feel free to grab a seat wherever you like. Daddy may be a little scary, but I promise his food is the best in the world. I've had this job for about a year, so I'm pretty used to it by now. I like all of our customers too. As long as that doesn't change, I could work here forever. Das hört man heutzutage auch nicht so oft, dass Leute in der Gastro ihre eigenen Kunden mögen. Wobei das jetzt wahrscheinlich ein bisschen überdramatisiert ist, aber generell sind Leute, die jeden Tag mit Kunden zu tun haben, gefühlt eher negativ eingestellt. Deswegen ist es schön, dass wir das hier auch mal anders erleben. I knew my husband would enjoy some homestyle cooking. Okay. Und du bist dann wohl der Husbando? This is delicious. Nothing beats Eastern cuisine. Okay, den beiden geht's gut. Sehr nice. Einen Tisch hätten wir auf jeden Fall noch frei. Aber wir haben keine Zeit und ich glaube auch kein Geld. Finn! We've left the more basic duties like oh Gott, was ist das denn für ein Wort? Cashiering, cleaning and dishwashing to the new guys, Puck and Rose. That means I can finally focus on the kitchen. Stimmt, Finn stand früher immer woanders. Left the more basic duties to our new employees, Puck and Rose. I'll admit they've improved. When they started here, they couldn't even handle working the counter. Die kenne ich noch, aber ich krieg die gerade nicht. Also der Name, der kommt so vertraut vor. Ich krieg die aber nicht zugeordnet. Customers should refrain from entering the kitchen. This is sacred ground to a chef and it will be treated as such. Of course, it would be a different story if you were my apprentices.
Das sind wir nicht. Leben wir jetzt gefährlich, wenn wir hier stehen? Should you ever become interested in learning the art of Eastern cuisine, I am ready to be your master. If not, then refrain from entering the holy ground, that is my kitchen. Da versagt es mir auch direkt gleich die Stimme. Wir gehen mal ganz schnell. Nicht, dass er uns mit seinem... Oh. Filetiermesser angreift. Ey, sag mir bitte nicht, dass es diese Treppe schon in Zero gegeben hat. Also wenn ja, habe ich die nie gefunden. Guten Morgen, Negoya. Schön, dass wir jetzt hier mal eine neue Ecke kennenlernen. Ey, sagt mir das mal wirklich bitte. Ich bin kurz davor, Trace from Zero nochmal anzuschmeißen und das abzuchecken. Vielleicht mache ich das danach. Also nicht direkt danach. Danach will ich noch eine Folge aufnehmen, aber irgendwann. Das macht mich gerade mehr als stutzig. So, hier gucke ich gar nicht erst hin. Das frustriert nur. Ach, hier ist der Puck und der Roos. Ach, ich weiß wieder, Puck und Roos, das waren die beiden, die in Zero die ganze Zeit hier gesessen hatten und eine Firma gründen wollten und sich über ihre Zukunft und über ihre Geschäftsmodelle die ganze Zeit ausgetauscht haben. Jetzt habe ich das gedankliche Bindeglied wieder. My friend Roos and I got part-time jobs here a little while back. I'm not so good at working the counter, though. It can be fun, but I always get yelled at for miscounting the MEHR. Ja, das ist eigentlich das Wichtigste, ne? Working in food service isn't all that bad, though. I've been making the most of it. Habt ihr hier keinen Taschenrechner oder sowas? Working in food service. Aber krass, dass die jetzt hier Fuß gefasst haben. Die wollten sich doch eigentlich selbstständig machen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Na gut, lassen wir mal so stehen. Resten könnten wir hier auch, aber... Erstens brauchen wir das nicht und zweitens will ich dafür auch kein Geld ausgeben. Was zur Hölle hat es mit diesem Weg auf sich? Diese Kiste, ich habe keine Ahnung, ob die im Vorgänger auch schon da gewesen ist. Did you know that if you join the Business Owners Association and start hiding items inside of chests, they double over time? It's called Moore's Law. Das halte ich für ein Gerücht. Aber ihr wolltet wahrscheinlich... Hier geht's ja noch weiter. Ey, Leute, was geht hier gerade ab? Ey, ich bete gerade innerlich, das wäre ansonsten ja die Peinlichkeit des Todes. Ich bete gerade innerlich, dass das hier in Azure neu ist und dass es das in Zero nicht gegeben hat. Mute, nice. Why do Puck and Roos hate Zhang Hui's lectures? Because they're long and load. Das ist ein... Wortspiel, was ich, glaube ich, nicht zugeordnet kriege. Ist das laut und laut? Ist das hat damit wahrscheinlich irgendwie zu tun. I don't know. Aber bevor ich das vergesse, wir müssen etwas zuweisen. So, wer soll Gegner am ehesten muten können? Ich krieg auch noch Water mit dazu. Das schreit ein bisschen nach ihr. Weil ich ja will, dass sie auch verschiedenste... Zauber lernt und irgendwann auch nutzen kann, logischerweise. Und langsam füllt sich die Liste, das ist ganz gut. So kann man das lassen. Ich habe ja aber, glaube ich, warte mal, das mit den Zaubern, das ist eigentlich ein wichtiger Aspekt. Ich habe ihr, glaube ich, Evade weggenommen, ne, was sie vorher hatte. Ich will nur noch mal kurz gucken, weil sie hat ja hier auch einen Win-Slot frei. Sparkle. Nee, da ist jetzt gerade nichts Neues mit dazugekommen, ne? Durch das eine. Ich lasse das mal trotzdem so. Also ob er jetzt Evade hat oder sie. Ich glaube, das macht den Kohl am Ende des Tages auch nicht fett. Wir ändern das gegebenenfalls noch. Wenn sich herausstellt, dass das nicht zielführend ist. So, haben wir hier irgendwelche Gäste? Hier ist auf... Ach, der Roos. Stimmt, die waren ja zu zweit. Puck and I started working part-time, so we can build up some cash and open our own shop. Ach so. Ach, der Plan ist noch nicht vom Tisch. Okay, ich dachte, das wäre jetzt irgendwie zerschlagen worden oder so, aber die sparen nur. Das ist doch okay. This is only the beginning of our big success story, you know. There's just two catches, Master's high standards and the low pay. We got hired because we're Shanshan's childhood friends, but in all honesty, I'm kinda starting to regret it. Oh no.
weiß ich nicht. Also wenn ihr damit beide unglücklich seid, andererseits da sitzen und nichts tun und den ganzen Tag über Zukunftspläne sinnieren, ohne ein festes Einkommen zu haben, ist auch nicht so das Gelbe vom Ei. Na gut. Aber bei denen habe ich irgendwie das Gefühl, dass wir hier in Trades to Azure noch kein Business von denen haben werden, aber vielleicht in einem späteren Cold Steel Teil oder sogar noch später. Into Reverie kommt ja dann noch, Trades to Through Daybreak, da bin ich ja noch ewig weit weg von. Aber die werden wir nochmal sehen. Da bin ich sowas von zu 1000% überzeugt von. Hey, you're those cops. What are you doing with that punk from Trinity? You putting him in the slammer or something? Huh? You're not? Tch, lame. Du bist aber frech. Nothing's been going on with the downtown gangs lately. Maybe they've gone soft. Haha. Okay. Ich glaube, der fand die Kriminalitätsaktion, die kriminellen Schwingungen hier ganz geil. So lese ich das raus. Well, sure does like getting on people's nerves. Ja, das ist mir gerade auch ein bisschen aufgefallen. Ich weiß gar nicht, ob ich den in Zero schon so wahrgenommen habe, aber Paola, what a nice warm day it is. Why, I'm liable to doze off at the drop of a hat. What a nice warm day it is. Na gut, die chillt sowieso ihr Leben. Ich hoffe immer, dass ihr hier nichts passiert, wenn die ganzen Irren hier durchlaufen. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass von Wazy und Wald nie so wirklich Gefahr ausging. Dass er im Grunde ihres Herzens doch irgendwie handsam sind. So, hier sind wir damals auch schon hingekommen. Ich glaube, da gab es in Zero sogar eine Kiste. Ich will erstmal alles draußen abfrühstücken, bevor wir uns um die Räumlichkeiten innen kümmern. Wobei Räumlichkeiten impliziert schon, dass es innen ist. Ey, jetzt sag mir nicht, dass du in dem Spiel auch die ganze Zeit hier am Saubermachen bist. Doch. This place can never stay clean for more than a minute. Morning, Cannon. Doing alright. Oh, good morning, Wazy. I'm fine, but there's a lot more empty bottles around than usual. It makes me mad when people litter, but comparing all the bottles makes for a fun little game. Look, this one's got a narrow middle. Pretty, huh? Yeah, nice find. Just watch out for broken glass, okay? Davor hätte ich nämlich auch Angst, wenn der jetzt hier so alleine die ganze Zeit rumturnt. Don't worry, I will. Was ist eigentlich mit seinen Eltern los? I like looking at bottles. They come in all sorts of different shapes and sizes. See, this one's all bumpy, so it sparkles when you hold it up to the light. Wie kann man sich nur so für solche Sachen begeistern? Also dieses Kind fasziniert mich jedes Mal aufs Neue. So, hier war jetzt Dino, hieß der hier. Dich kenne ich noch. Dürfen wir hier rein? You guys. Vielleicht nicht, weil Wazy dabei ist. It's been a while, hasn't it? Since the cult incident, if I'm remembering right. It's nice to see you again. Have you been well since returning to the Saber Vipers? Yeah, I guess. They said the reason I kept picking fights with Walt and the others was because of that drug. The guys made sure I wouldn't forget it either. I got my ass whooped pretty good as punishment. Yeah, you did, huh? At least they forgave you. Wazy, so it's true, you really did join up with the cops. It's because of you that Walt... Huh? What? Did something happen to him, Dino? I guess the least I could do is warn you, seeing as you did help me out a few months back. Walt's been 10 kinds of pissed off lately. Walt's been 10 kinds of pissed off lately. Komischer Satz. If you value your life, stay away from downtown. Is there a particular reason he's so upset? Yeah, it's standing right next to you. Sure, the Testaments haven't caused any trouble since the cult incident, but Wazy's ditched the downtown district and climbed into the pig pen. He didn't even bother settling things with Walt. So that's it. In other words, Walt's angry that his rival left him behind, is that right? I understand how he feels, but is that really Wazy's fault? Lovely.
There's nothing lovely about it, you broccoli-haired bastard. Do you even realize what you've done? Oh, jetzt wird's unschön. It's your fault that Wald hardly ever shows up at Ignis anymore. That's his prerogative. And I'm exercising mine by working with the SSS. The problems of the Saber Vipers are no concern of mine. You have no right to point a finger at me. In that case, get the hell out of my sight. Don't blame me for what Wald will do if he catches you here, Wazy, or any of you. I think that's our cue. We'll just be leaving now. That might be for the best. Goodbye, Dino. Wow. If you don't have anything else to say, then scram. Don't come crying to me if Wald catches you guys here. Wie kann man so viel Wert darauf legen, einen Rival zu haben? Ich glaube immer noch, dass Wald einen Crush auf Wazy hat und ihn einfach nur vermisst und ihn einfach nur gern hat und das quasi so vorschiebt, dieses Rivalry-Gedöns, um seinem Ärger irgendwie einen Grund zuschreiben zu können. Aber gut, ich bin sehr gespannt auf die erste Begegnung mit Wald. Ich bin mir nämlich irgendwie ziemlich sicher, dass es die sicher auch geben wird. So, du warst, glaube ich, der Student. Michaud, genau. Now, where are those materials they gave me during orientation? I haven't been enrolled for very long and I'm already losing stuff. Doesn't exactly bode well for an aspiring doctor, does it? I can still hardly believe I actually passed the entrance exam for St. Ursula Medical College. I've heard it's only going to get harder from here on out, but it won't hurt to bask in the glow of my triumph a bit longer, right? Kannst auf jeden Fall stolz auf dich sein. Wir hatten, ich glaube, das war in der letzten Folge, auch mit einem gesprochen, der das nicht geschafft hat. Das war, hieß der, nee, das war nicht Basilio, das war der Typ im Einkaufszentrum, der da vor dem Gemischtwarenhändler irgendwie stand. Vor der Händlerin, die die Ingredients verkauft. Ja, so. Oh. B. Nee, Tanz. Hier war ich komplett daneben. If it wasn't obvious, the city's modernization hasn't done all that much for us downtown. But even though it's a rough neighborhood, people from all walks of life call this home. The dirt cheap rent doesn't hurt either. Every now and then, someone manages to climb their way out of here and make a name for themselves. Ho ho, we downtown dwellers all have our own unique stories, and that's for a fact. We all have our reasons for ending up here, but some folks do manage to climb out and make a name for themselves. Ho ho, we downtown dwellers all have our own. Also ich würde mich hier wohlfühlen, muss ich sagen. Also mir wäre auch egal, mit welcher Klientel ich zusammenlebe, solange die nicht alles zumüllen und wir kein Hygieneproblem miteinander kriegen und solange das Thema Lärmbelästigung, wo ich ja mit Blick auf Nachbarn sehr empfindlich bin, keine Problematik darstellt, aber der Rest wäre mir Wumpe. Lima. Mommy keeps saying how happy she is that those crooked, no-good government people haven't come by. I don't really get it, but if Mommy's happy, then I'm happy too. Eieiei. Mommy keeps saying how happy she is that those crooked, no-good government people haven't come by. I don't really get it, but if Mommy's happy, then I'm happy too. Wer war denn nochmal ihre Mami? Haben wir das jemals erfahren? Lebt sie vielleicht hier? Nee, hier ist leer. Guck mal, wie schön das aussieht. Ich finde, das sieht echt aus wie so ein High-End-Apartment. Also alles mega hübsch. Einzig dieser Typ, der hier wohnt, den haben wir nie kennengelernt. The door is firmly shut. A voice can be heard inside. Okay, der schnarcht. Booze, bring it to me, I need it. Ja, also hier lebt scheinbar irgendein Alkoholiker, der nie vor die Türe geht, den wir immer nur schlafen oder saufen hören. Ach, hier wird die Mutti sein. Klar, deswegen läuft die Kleine auch vor dieser Tür hier die ganze Zeit rum. Corona! Stimmt, hier konnte ich diese Eselsbrücke nur vergessen. The Diet's been considering a redevelopment plan for the downtown district for years, but it's not looking too likely now. As of the last Diet session, the plan has been officially put on ice. That doesn't mean they never revisit it, so it's too early to celebrate, but the news still came as a huge relief.
If this district was demolished, our family would have nowhere else to go. I heard that most of the Diet members at the heart of the redevelopment plan were arrested for their involvement with the cult incident. On top of that, the plan itself wasn't very well thought out. Its drawbacks have had things in a deadlock more times than one. Habe ich den letzten Satz gerade richtig gelesen? Very well. Its drawbacks have had things in a deadlock more times than one. Ja, nee, das war, glaube ich, schon ganz gut. Aber Redevelopment Plan, davon haben wir, glaube ich, in Zero nichts gehört, oder? Also, dass hier im Downtown District irgendwie was stattfinden sollte in die Richtung. Zumindest erinnere ich mich da nicht mehr dran. Muss natürlich nichts heißen. Nein, Valley. Das hier ist Nein Valleys. Und da steht ein Kind am Tresen, 5 Buchstaben, ich glaube mit J anfangend. There's always something shady about this place. Jingo, siehst du? Ich habe wieder was gemerkt. Auch wenn nicht den vollständig richtigen Namen, aber egal. I see Jingo is running the counter as usual. The shop has connections to Crossbear City's black market, right? Rumor in the CGF was that you could buy weapons and ammunition here. Well, for what it's worth, this shop will cut you a more honest deal than most in the underworld. But the owner, now there's a woman you wouldn't cross twice. And that's one way to put it. Anyway, we shouldn't linger around. If we have business here, let's get it done and get out. At Nine Valley Exchange, you can trade specific items for ones of higher rarity. To make an exchange, speak with Jingo at the counter and select trade. Okay, ich glaube, damit habe ich nicht allzu viel gemacht in Zero. Mal gucken, wie es hier ablaufen wird. Ashley! Well, if it ain't the SSS. Haven't seen your mugs around here in a while. It's nice to see you again as well, Ashley. Now, what do we have here? I heard the rumors, but I didn't think they'd be true. What are you up to, Wazy Hemisphere? Oh, nothing much. You know me, just having a little bit of fun. If you'd like, we could talk about it over drinks at Trinity. Whatever, kid. So, what do you need? Just for the record, I've already cleaned my stock of everything Rivage left behind. I didn't even realize that was happening. Nothing in particular, we just decided to stop by during our rounds. Oh, that right? Feel free to look around. This is a business though, so, you know. Still, I can't believe you traded in your bad boy card for a police badge, Wazy. You're just full of surprises, aren't you? Ja, aber wir sind halt die coolen Cops, die jeder mag und respektiert. Still, I can't believe you traded. Oh, ich muss gleich niesen und halt mir deshalb meine Nase halb zu. Sorry. So, hey, Jingo. Hey, look who's back in business. Weapons ain't for sale, but if you want to make some trades, that's a-okay with me. We got a lot more stuff that's safe for regular old civvies now too. God, what kind of sales pitch is that? Should we be investigating this store instead of shopping at it? Ja, das habe ich mir in Zero eigentlich die ganze Zeit gedacht, als wir in diesem District hier unterwegs waren, weil wir hier ständig Kriminalität vor unseren Augen haben, auf dem Silbertablett präsentiert und wir trotzdem so tun, als würde hier nichts passieren. Also das war auch mit diesen ganzen Gang-Zwisten schon immer der Fall gewesen und ich kann da echt nur den Kopf drüber schütteln, aber okay. At first glance, I suppose it can't be proven their goods are illegal. Sure, as long as you don't dig any deeper than that, no one gets hurt. Not that we know of, anyway. Not that we know of, yeah. By the way, we've been keeping busy expanding our stock, just so you know. There's some good stuff in the mix, the kind you're gonna wanna get while you can. I give them to ya if you can pony up enough to make an equal trade. Sure, Jingo, we make a point to stop by every now and then. Hope this goes without saying, but the only things we can trade ya are our black market goods. But if you're all... Guck mal, black market goods.
Da ist es doch schon schwarz auf weiß. Und gerade eben wurde gesagt, wir können nicht nachweisen, dass hier irgendwas illegal ist. Also, Leute, belügt euch doch nicht selber. But if all you need is medicine, quads and accessories or whatever, take a look around. All of it's fair game. Ich würde halt gern mal in den Keller reingehen. Aber da durften wir letztes Mal nicht hin. Und ich wette, das dürfen wir jetzt auch nicht. So, ich glaube, hier brauche ich gar nicht gucken. Wir haben ja noch so wenig jetzt hier eingesammelt und dabei. Das bringt uns erstmal nicht weiter. So, wie sieht's hier aus? Hey, you think I can see you back there? The basement storeroom is for staff only. You hear that? If you want to buy something, do it at the counter. Wow, wie wir uns einfach zurückpfeifen lassen. Wir könnten doch eigentlich unsere Polizeimarke zeigen. Und, dürften dann runter. Oder müssen wir hier auch einen Durchsuchungsbefehl erstmal erwirken? Also suspicious ist es sowieso, aber dass wir da so 2, 3, 4, 10 Augen zudrücken, das verstehe ich nicht so ganz. Na gut, sollen sie machen. Lang ist's her, ich feiere diesen Ort. Ich mag Trinity so gerne. Dafür fühle ich mich in Ignis halt überhaupt nicht wohl drüben bei den Saber Vipers. Keens, welcome. How many in your par? Wait, Wazy? And the SSS too? Did you just welcome us? This place becomes more like a legitimate business by the day. How are you holding up, Abbas? Doing well for yourselves? Ach, da ist er. Stimmt, der Typ ohne Mund. Ach, guck mal, hier hat er einen Mund. No complaints. It's good to have you back. Why not make yourself at home while you're here? Der sieht halt aus wie der Typ aus Matrix, dessen Namen ich nicht mehr weiß, der noch ein bisschen dunkleren Hautton noch hatte, aber an den erinnert er mich irgendwie, wenn ich den jetzt hier gerade so sehe. So, Wazy, how are you liking the special support section? I suppose it's a good fit after all. My chief and colleagues are pretty lenient. They'll even let me work as casually as I please. I don't recall us letting you treat this job like an all-expenses-paid vacation. That's right, Wazy. Even as an associate member, you're still a part of the police, you know. Listen, this is just the way I do things. You should all take a lesson from me and loosen up a bit. A bit. All that stiffness can't be good for your joints. You're unbelievable sometimes. It would appear that you're already fitting in. I see no problems in that case. Dealing with this guy is nothing but problems. How did you do it, Abbas? Actually, I've been meaning to ask, was everyone in the Testaments really okay with Wazy joining the SSS? Ich habe das gerade so verstanden bei der Begrüßung, dass sie nicht mal wussten, dass er uns beigetreten ist. Also der Keens, der schien irgendwie überrascht. I've been curious as well. Didn't it come as a surprise when your leader decided to leave for the forest? Whether or not we approved is of little consequence. What Wazy says goes. No exceptions. Ja, das sieht Abbas so, weil der dem wahrscheinlich ultra loyal gegenübersteht. Aber bei den anderen bin ich mir nicht so sicher. Also, dass das alle so sehen. That didn't answer the question. Abbas has the patience of a saint. Ja. Aber hier sind trotzdem keine Normalo-Gäste, auch wenn sie daraus hier so ein Official Establishment machen wollen. Aber es sind immer noch nur Gang-Anhänger da, scheinbar. Well, it was definitely a bombshell, but we all came around after talking it over. All of us have our reasons for being here, whether it's to stick it to our parents or get away from a broken home. Wazy gave us a place to belong, so if he's chosen a new path, then we'll support him every step of the way. As a matter of fact, this is a good chance for us to start learning how to look after ourselves. We've made a lot of strides since our days of doing nothing but fighting. Managing Trinity has helped us mature. Still, it does get lonely here without Wazy. Das ist der Azel, der Azzy, mit dem kleinen Bruder Eugot in der East Street. Hey, ich habe meinen Zusammenhang hergestellt. I can see how. I respect your guys' positivity about this.
To be fair, I'd already been leaving Abbas in charge of the testaments for the most part. With or without me, I'm sure they managed to keep on just fine. And there you have it. Special support section, we will leave Wazy in your care for the time being. No need to worry about us, Wazy. Focus on your current work instead. Way ahead of you, Abbas. I'm inexperienced in serving and protecting the public, so please be gentle with me. We could just leave you here at Trinity, you know, but we won't. Welcome to the team yet again, Wazy. Ich glaube, das wird cool, dass er dabei ist. Also er ist auf jeden Fall interessanter, finde ich, als Noel, aber wer weiß, wohin die Story hier noch abdriften wird. You may leave the testaments in my care, Wazy. Focus on what you need to do instead. Thanks, I will. I'll be popping in every once in a while, but you have to keep the bar afloat on your own. I'd hate to see one of the city's coziest places to relax go under. Understood. These two have kind of an odd dynamic. I wonder how long they've known each other. Da ist auf jeden Fall eine heftige Vertrauensbasis, finde ich. Also ich mag den Abbas irgendwie auch. You may leave the testaments in my care, Wazy. Focus on what you need to do instead. Ich habe aber auch so ein bisschen das Gefühl, dass der Abbas den so ein bisschen auch so sieht wie sein Sohn. Also vielleicht ist er auch jünger als Wazy, keine Ahnung, aber die verstehen sich auf jeden Fall blind, würde ich meinen. It's not like I'm crazy about waiting tables, but this was the only position left, so I didn't have much of a choice. I'm just trying to make the best of the hand I was dealt. Aber lange geht sowas auch nicht gut, wenn man da eigentlich keinen Bock drauf hat. Welcome to Trinity, I can show you a table if you'd like. Well, did that sound waiter-like enough? Das hier wäre... Auf sowas hätte ich ja gar keinen Bock, ne? Also, du brauchst halt auch so einen freundlichen Gesichtsausdruck und ich gucke halt immer eher, als würde ich Leute töten wollen, weil ich nicht neutral gucken kann. Und wenn ich dann so übertrieben freundlich versuche zu gucken, dann sieht das bei mir so extrem fake-mäßig aus. I'm in charge of the billiards tables. That includes keeping score and showing people how to play. I can teach you if you don't know the rules. I'm in charge of the billiards tables. Nee, ich kenne die Regeln, glaube ich. Aber aufgeräumt ist es nicht. Die ganzen Kugeln liegen hier alle noch auf dem Tisch. Und ihr habt gerade nicht einen einzigen Gast. Also das muss ich noch rumsprechen, dass hier jeder willkommen ist. So, was hat denn der nochmal angeboten? Ach so. Ich glaube, das ist aber neu. Ich glaube, die hatten hier damals keinen Shop. Aber ganz sicher bin ich mir nicht. Ich glaube, Bas stand hier immer an dieser Stelle, oder? Liang, hey, welcome. Just let me know when you're ready to order. Cocktails, snacks, whatever. I'm ready to show off what I've learned from Abbas. Hey, welcome. Just let me know when you're ready to order. Alles klar. Vielleicht irgendwann, aber nicht heute. We all talked things over as a team once we heard that Wazy was joining the SSS. The consensus was to keep Trinity running the way we've been doing. We used to just hang out here while Abbas handled all the dirty work. But from now on, we're gonna try and bring in as much business as we can. Drop by Trinity again whenever you like. Don't feel pressure to drink on the job either. We have a great lunch menu too. Aha. Ich weiß nicht, irgendwie fand ich das cooler hier, als das noch so ein bisschen shadier war. Aber ohne Wazy ist es halt auch nicht das Gleiche. Aber ich bin immer noch so enttäuscht von Wald, dass er jetzt so eine auf eingeschnappte Leberwurst macht und keine Ahnung. Vielleicht wird er uns irgendwann mal attackieren. Der wird ja irgendwann so eine Mission aushängen. Warte mal, wie kam ich hier auf diese andere Karte? Nicht auf die, sondern auf diese andere Karte halt. Warte mal. Es gab doch hier, haben die das jetzt weggemacht? Es gab doch mal so eine Karte, wo du... Ja, die hier meinte ich, genau, Schultertaste, alles klar. Wo ich die ganzen Hauseingänge auch nochmal sehen kann. Hier ist der Gilliom. Well, HB, the SSS is back in business. So sieht's aus. Na? Hello, Mr. Gilliom. It's been a while, sir. No need to be so polite, kiddos. So the rumors are true, eh? The leader of the Testaments really has joined your crew.
Can't lie, it's an odd fit. I aim to surprise. That reminds me, now that I'm part of the police, you can't say no to my modification requests anymore, can you? Stimmt. We didn't hire you so that you could get local business perks, you know. Eigentlich hat er doch trotzdem recht, oder nicht? Well, I suppose I can't. But as long as it's not for picking fights, I'd be happy to give you a hand. So, this is Julium Factory, huh? I've heard you specialize in weapon upgrades and orbital device repairs. Hey, you must be new too, Missy. I take my work seriously, meaning I only mod things within reasonable safety limits. I finally got my business permit too, so don't expect me to do anything outside the straight and narrow. Stop by anytime you get your hands on some materials and I'll see what I can make with them. We'll be sure to. At Julium Factory you can use new materials and other items to upgrade your equipment. Speak to Julium at the counter and select Customize to open the modification menu. Juhu! Wir haben sogar ein bisschen was. Ich weiß nicht, ob das jetzt ausreichen wird für ein Upgrade, aber das wird er uns sicher gleich mitteilen. Feel free to give me a shout whenever you'd like me to modify your weapons. I told you once before, but I used to be a materials science and engineering specialist at the Epstein Foundation. So don't you worry, I got the right qualifications for this sort of thing. Feel free to give me a shout whenever you'd like me to modify your weapons. I know I don't look the part, but trust me, I got the right qualifications for this sort of thing. Wir können es bestätigen. Also Noel, Wazy, wenn ihr irgendwelche Zweifel hegt, die können wir euch auf jeden Fall nehmen. So, wie war denn das nochmal? Ich glaube, man musste das Zeug ablegen, damit er hier Verbesserungen erzielen konnte, oder? War das überhaupt das? Also sie hat zum Beispiel den Aschpeter drin. Wenn ich den jetzt einmal ablege und auf Customizen gehe, ja, dann wird der hier angeboten. 180 Mira. Also die ein oder andere Waffe könnte ich auf jeden Fall verbessern. Warte mal, Flare Beetle, Modded SMGs with high rates of fire and specialty bullets. Ich will nur einmal wieder verstehen lernen, was das für einen Unterschied macht. Wir haben hier 205, 4 plus 205 plus 4 und Poison auch noch mit drin. 205, 4, 205, 4. 205. Oha. Das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Sprung. Boah, ich glaube, ich werde jetzt schon meine ganzen New Materials hier verballern. Eieiei, das ging schneller als gedacht, aber go for it. Den Ash-Peter, den machen wir jetzt auf jeden Fall einmal besser. Und dann ziehe ich mit den anderen da jetzt auch nach. Mega. So, Twin Hammer kannst du einmal ablegen und die Fists, das sind nämlich meine beiden Nahkämpfer. Ich glaube, für Ellie wird das nicht ganz reichen. Also, der Double Twister. Modded Tonfas with Enhanced Offense and Defense and New Screws. Nehmen wir. Das erhöht auch den Evade-Wert. Oh, ich mag diesen Zusatzeffekt immer so gerne, der da noch mit drin hängt. Und dann haben wir die Banded Gloves noch. Oh, Critical und Evade noch on top. Reinforced Gloves designed to combat monsters. Ja, das sehen wir. Ach nee, das reicht auch für Ellie. Boah, ich werde jetzt alles so aufpimpen und später ist das Geheul wieder groß, weil ich keine U-Materials mehr habe, aber das ist mir egal. Dann gehe ich die farmen, wenn es nicht anders geht. Molière, a modded orbital gun with improved grip, power and stability. Das erhöht die Genauigkeit, da rennt man bei mir sowieso offene Türen ein. Ja, jetzt bin ich wieder pleite, aber in neue Waffen investieren, in deutlich stärkere Waffen vor allen Dingen, kann eigentlich nie ein Fehler sein, oder? Sehr gut. Ich bin zufrieden. Ich habe Bock, ein bisschen zu kämpfen. Wir haben hier auch mit Imeldas Maison beim nächsten Mal auch ein paar Kämpfe vor uns. Aber, ihr Lieben, für heute soll es das erstmal gewesen sein. Ich bedanke mich an dieser Stelle fürs Einschalten und würde mich sehr freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut und bis dahin, wenn ihr mögt. Ciao.